Das eine ist, wie du dein Haarsystem richtig verklebst und das andere ist, wie du dein Haarsystem richtig reinigst. Genau in diesem Video zeige ich dir, wie du deine Klebereste optimal aus deinem Haarsystem entfernen kannst. Möchtest du mehr Anwendungsvideos über Haarsysteme sehen? Dann würde ich dir raten, jetzt meinen Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Eine optimale Reinigung ist die Grundlage für ein Haarsystem, weil du dadurch natürlich auch die Haltbarkeit eines Haarsystems verlängern kannst. In diesem Video geht es darum, wie ich dir zeigen möchte, wie du die Klebereste aus deinem Haarsystem entfernen kannst. Dafür benötigst du einmal den System Cleaner, unser Deep Clean Shampoo sowie ein Stück Watte. Viel Spaß bei diesem Video. Lege dein Haarsystem mit der Montur nach oben in eine flache Glasschale. Sprühe die Montur mit dem System Cleaner ein und lasse das Ganze mindestens 3 Stunden einwirken. Achte darauf, dass du den System Cleaner nur auf die Montur aufträgst und nicht das gesamte System darin tränkst. Um die Klebereste nach der Einwirkzeit vom System zu entfernen, nimm etwas Watte und gehe mit kreisenden Bewegungen über die Montur. Bei Bedarf hilf mit etwas System Cleaner nach. Arbeite behutsam, um die empfindliche Lace nicht zu sehr zu strapazieren. Ist dein Haarsystem nun frei von Kleberesten, ist der nächste Schritt die Wäsche mit dem Deep Clean Shampoo. Damit entfernst du das im System Cleaner enthaltene Öl und andere Rückstände aus deinem Haarsystem. Zur Anwendung gibst du etwas Shampoo auf deine Handflächen, verteilst es auf dem Haarsystem und bürstest das Produkt von der Mitte zu den Seiten ein. Anschließend mit lauwarmem Wasser ausspülen. Wir empfehlen dir, dein Haarsystem zweimal mit dem Deep Clean Shampoo zu shampoonieren. Nach der tiefen Reinigung folgt die Wäsche mit dem Recovery Shampoo. Dieses Shampoo spendet dem Haar viel Feuchtigkeit, glättet die Struktur und verlängert die Haltbarkeit deines Haarsystems. Die Anwendung ist dieselbe wie beim Deep Clean Shampoo. Lasse das Recovery Shampoo jedoch 5 Minuten einwirken, damit es seine Pflegewirkung entfalten kann. Nach der Einwirkzeit spülst du dein Haarsystem mit lauwarmem Wasser gründlich aus. Zum Trocknen drücke es vorsichtig in einem Handtuch aus. Anschließend kannst du es auf mittlerer Stufe trocken föhnen und dann ist es bereit zum Kleben. Mein Expertentipp ist für euch, ihr solltet öfters euer Haarsystem wechseln. Warum? Umso längere Zeit ihr euer Haarsystem tragt, umso länger kann der Kleber sich auch in der Lace oder auf der Folie festsetzen und es ist hartnäckiger abzubekommen. Von daher empfehle ich euch einmal in der Woche den Wechsel zu machen. All diese Produkte, die ihr gerade gesehen habt, findet ihr natürlich bei mir im Online-Shop und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Front perfekt klebt. Viel Spaß!